Da hat es mich gerupft. Ich dachte, was ist jetzt? Ja, klar. Warum waren Sie so hörig? Wie kommt das? Wie das ein Mensch, der schon innerlich eine Abneigung entwickelt, der sagt, da ist was nicht in Ordnung. Und man macht es trotzdem. Warum? Wie haben die es geschafft, dass es immer wieder Leute gab, die sich für die Leute haben verpflichten lassen? Ob inoffiziell oder offiziell. Ich bin die Anna-Frieda Schreiber, 1968 geboren. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo eigentlich alle, die dort waren, Mitarbeiter der Staatssicherheit waren. Die Eltern kamen daher, das Objekt war gleich nebenan. Bei einem normalen Elternhaus, sag ich mal, wo die Eltern ganz normal arbeiten gingen, irgendwie einen Beruf ausgeübt haben, da war das Kind- und Elternverhältnis, hat eine andere Richtung gehabt. Bei uns war das ein Dienstverhältnis, wie ein Unterstellungsverhältnis. Also sie gaben mir Anweisungen, die hatte ich entsprechend umzusetzen, weil sie waren die Offiziere. Das Kind hatte sich danach zu richten und da war das Ganze auch noch geheim, also hatte sich nochmal danach zu richten. Wir waren auch isoliert. Also ich als Kind war sowieso isoliert. Ich habe im Wesentlichen meine Zeit damit verbracht, in die Schule zu gehen. Anschließend bin ich zum Sport gegangen. Einkaufen, Hausaufgaben, ja, das war's. Ich durfte niemanden mit nach Hause nehmen, war verboten. In unserer Wohnung hatte niemand was zu suchen. Wenn ich irgendeinen Namen zu Hause erwähnt habe, war gleich die Frage, wer ist denn das? Wo wohnen die? Was machen die Eltern? Also das ist schon, naja, unangenehm. Also man geht zu keinem Geburtstag von jemand anderen. Nichts. Weil mein Vater war in rückwärtigen Diensten und war verantwortlich für die Kinderferienlager, für die Sicherstellung. Kinderferienlager gab es ja in der DDR von allen möglichen Betrieben und sowas. Ne? Das Besondere bei den Stasi-Ferienlagern war halt, da wurden einem dann bestimmte Sachen nahegelegt, also militärische Spielchen, Handgranaten werfen, KK schießen. Also ich habe damals auch mit 6 Jahren das erste Mal mit einem Kalaschnikow geschossen, Kleinkaliber. An diesem Tag wird sehr anschaulich ein Eindruck von den Aufgaben der bewaffneten Organe zum Schutz der Errungenschaften des Sozialismus vermittelt. Ja, es war schon so ein kleines Einschwören ein bisschen mit. Ne? Die waren ja auch immer auf der Suche nach Nachwuchs. Ja, und das spielte bei diesen Ferienlagern immer mit einer Rolle. Bei mir war es ganz krass, ich wurde halt auch von meinen Eltern immer in die Richtung gedrängt. Also in den Ermittlungsberichten steht das dann so drin, A-Punkt wurde stark zielgerichtet in Richtung Offiziersbewerber, in Klammern MFS, erzogen. So steht es dann in den Ermittlungsberichten. Ja, und das war eben so, dass ich damals auf der erweiterte Oberschule gegangen bin, heute Gymnasium, um in ein Medizinstudium zu gehen. Also da war der Studienplatz war dann plötzlich weg. Und dann hieß es dann, ja, was willst du denn dann machen? Und dann stehst du dann plötzlich vor der Wahl und dann kommt jemand und sagt, du könntest doch aber auch Mitarbeiter werden. Ja, gut. Und ja, und dann ist dann irgendwann der Tag, wo du sagst, okay, ja, na gut, dann studiere ich halt entweder in Berlin Kriminalistik oder in Potsdam Jura, an der Juristischen Hochschule der Staatssicherheit und werde dann Offizier. So, dann war das halt der Berufsweg, weil das andere ging ja nicht mehr. Ja, ich bin dann irgendwann in Potsdam angetreten mit. Und bevor man dorthin geht, muss man 1 Jahr Praktikum in einer Diensteinheit, auch in einer zukünftigen Diensteinheit verrichtet haben. Dann sollte man schon in diesem Praktikum sogenannte operative Sachen bearbeiten, also schon mal reinrutschen in diese ganze Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern, operative Vorgänge und so weiter. Also so eine Geschichte schon mal kennenlernen. Das war eine Frau in Halle. Ihr Mann ist bereits in die BRD gegangen und sie wollte einfach nur zur Familienzusammenführung zu ihrem Mann. Ne? Und die wurde halt operativ bearbeitet, weil ist klar, also jemand, der jetzt ausreisen will, kam ja in den Fokus. Und da gab es dann eine operative Personenkontrolle und ich sollte sozusagen die Wohnung auskundschaften dort.
einen Grundriss zeichnen. Ja, wie kommt man jetzt in so eine Wohnung? Ne? Und dann haben sie mir angeschleppt in einer Zeitungsannonce, wo die Frau annonciert hat, ihren Fernseher zu verkaufen. Und haben sozusagen vorgegeben, den Fernseher kaufen zu wollen. Und ja, da ist uns was passiert, was keiner von uns erwartet haben. Der hat ganz freimütig erzählt, ja, ich will den Fernseher verkaufen, weil ich will dann rüber zu meinem Mann und ich brauche den ja dann nicht mehr und das Geld brauche ich aber doch noch, weil und so weiter. Und hat mir das alles so erzählt von sich aus, ich habe nicht gefragt. Und das Kind mit einbezogen, ja, na guck mal hier, und die wollen den Fernseher kaufen und die war so lieb mit ihrem Kind. Und ich war ja nur von zu Hause ein bisschen was anderes gewohnt, ne? Ich kannte das nicht. Und dachte so, boah, Alter, wie die mit ihrem Kind umgeht, das ist der Wahnsinn. Also ich war völlig komplett konsterniert fast. Ich sagte, wow, und was ist jetzt an der Frau ein Feind? Das mache ich nicht nochmal. Und ich wusste aber, das in die Richtung geht das aber alles. Und da kam dann richtig böse so ein Einbruch, wo ich sagte, was, wie? Und also wir waren echt am Überlegen, hören wir jetzt auf, hauen wir einen Sack, sagen wir aus, Schluss, wir machen das nie weiter. Aber wie willst du das machen? Du hast eine Verpflichtung unterschrieben, da steht drin, wenn man das nicht entsprechend dem nachkommt, strafrechtliche Konsequenzen, dann sind die Eltern bekannt wie bunter Hund, ne? Also Oberstleutnant, Hauptmann und so weiter. Also summa summarum war die Angst vor dem Nein-Sagen größer, als dass wir es gemacht haben. Nee, und ich war da auch nicht stolz drauf, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, es war einfach nicht mein Ding. Militär ist nicht so meins. Ja, Musik, Kunst, Denken, Machen, Tun. Also ich bin ein komplett anderer Mensch in der Richtung. Und das hat mir überhaupt nicht behagt, überhaupt gar nicht. Also ich war wirklich eigentlich am Boden zerstört. Zum Glück dann 89 im November kam dann der Befreiungsschlag. Ich muss es jetzt wirklich so sagen, damals war es für mich natürlich völlig, unbegreiflich eigentlich, aber als dann die Demonstrationen losgingen und sowas, da hat man es beobachtet und irgendwann, früh um 6 haben dann meine Zimmerkollegen genossen, muss ich sagen. So haben die Rias angemacht, auf einmal kam die Meldung, ja, und die Leute strömen über die Grenzübergänge und so eine richtige Nachrichtending. Wie, welche Grenzübergänge, was, wie, wo? Fliegt die Tür auf, kommt einer vom Nachbarzimmer rein in Unterwäsche. Die Mauer ist offen. Da war dann klar, also jetzt ist irgendwas ist jetzt anders. Am gleichen Tag noch habe ich dann Ausweis auf den Tisch geklatscht bei der Kaderabteilung und habe gesagt, so Leute, ich fahre jetzt nach Hause. Man wird immer wieder gefragt, schämst du dich deswegen oder ist das irgendwie, hast du Schuldgefühle? Ja, natürlich, es wäre ja Quatsch, wenn man sie nicht hätte. Ich habe das nie vergessen, ich habe die Frau nie vergessen. Ich habe diesen ganzen Vorgang nicht vergessen. Ich wusste aber genau, und das war geschwärzt, wie die Frau hieß. Und da habe ich dann zu der Frau von der BSDU, also die Außenstellenleiterin der Brandenburg, die heißt sowieso und die hat dort gewohnt. Und da sind die hellhörig geworden. Und ohne mir es zu sagen, haben die sich gekümmert, haben die Frau ausfindig gemacht und haben ihr die Wahl gelassen, haben ihr meine Telefonnummer gegeben und haben ihr die Wahl gelassen, mich anzurufen. Haben mir das dauernd mitgeteilt, dass sie die Wahl gelassen haben. Es hätte sein können, es klingelt nie das Telefon, aber nein, irgendwann klingelt das Telefon. Sie ist glücklich dann zu ihrem Mann gegangen, sie sind heute noch glücklich, haben Enkel, florierende Praxis und so weiter, alles gut. Aber sie hat mir eine Frage gestellt, die mich nie wieder losgelassen hat. Sie hat mir gefragt, warum waren Sie damals so hörig? Hat die mir am Telefon gefragt. Da hat es mich geruppt. Ich dachte, was ist jetzt? Ja, klar. Warum waren Sie so hörig? Warum hast du damals nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht gesagt, ey, reicht jetzt? Warum waren Sie so hörig? Und das ist eine Kernfrage. Wie kommt das? Wie das ein Mensch, der schon innerlich eine Abneigung entwickelt, der sagt, da ist was nicht in Ordnung. Nicht definiert, ganz schlimme Sachen hier, ganz schlimme Sachen da, aber sagt, nee, das ist nicht meins. Und man macht es trotzdem. Man hört nicht auf, man geht nicht raus. Warum? Wie haben die es geschafft, dass es immer wieder Leute gab, die sich
für die Leute haben verpflichten lassen, ob inoffiziell oder offiziell. Ja, und deswegen ist für mich die Aufarbeitung persönlich wichtig und hat bei mir so reingehauen. Und deutsche Geschichte, DDR, Wende und so weiter, wo ich sage, oh, da gibt es so viel zu denken, so viel. Ja, und da bin ich immer noch mitten bei, da war ich auch nie fertig. Nie. Aber es gibt Leute, die sollten mal langsam anfangen. Ganz ehrlich.